Die Schwierigkeit ist nicht das Reden, sondern das Gehörtwerden. Unter diesem Leitsatz verarbeiten die Indie-Entwickler hinter Wednesdays ihre eigenen Erfahrungen der familiären Grenzüberschreitung, möchten ihre Erkenntnisse damit aber nutzen, um anderen Betroffenen Hoffnung zu spenden. Wir schauen uns heute an, wie aus Trauma Kreativität werden kann, wie AT ein Videospiel veröffentlicht, dessen Thematik niemand sonst anrühren würde, und sprechen mit Creator Pierre Corbinet, der zuletzt auch an der Geschichte von Road 96 Mile Zero sowie Shinobi Art of Vengeance beteiligt war. Wednesdays ist ein sehr interaktiver Visual Novel über den jungen Mann Timothée, der mit dem Wiederfinden seines alten Lieblingsspiels, einer Freizeitpark-Simulation namens Orco-Park, diverse Erinnerungen aus seinem Leben hochkochen lässt, die alle aus der traumatischen Erfahrung herrühren, die er als Kind im Schlafzimmer seines Cousins machen musste. Spannend ist, dass das Spiel zwar Tims Geschichte erzählt, der Spieler aber nur die Figuren in seinem Umfeld kontrolliert. Ein durchdachtes Konzept, wie Creator und Autor Pierre Corbinet erklärt, und die einzig logische. Das Spiel baut auf dem Treffen von Entscheidungen und Auswählen von Dialogoptionen auf. Doch Opfern wie Tim wird keine Wahl gelassen. Ihnen wird die Kontrolle über ihr Schicksal entzogen. Die Rolle des übergriffigen Täters kommt aus offensichtlichen Gründen ebenfalls nicht in Frage. Die Antwort, wen man in Wednesdays denn nun spielen soll, findet sich also im Ausschlussverfahren. Alle anderen. Jede Szene versetzt den Spieler in die Rolle eines anderen Menschen in Tims Umfeld und stellt ihn vor die Herausforderung, die unterschwelligen Zeichen zu erkennen und richtig darauf zu reagieren. Für die Opfer solcher zerstörerischen Erfahrungen ist die Botschaft, darüber zu reden. Doch für alle anderen lautet sie, die Augen nicht zu verschließen und zuzuhören. Wednesdays ist kein Spiel über tabuisierte Übergriffe, sondern über die Folgen, den Umgang mit ihnen und die Heilung. Das Spiel schlägt trotz der Thematik einen positiven Ton an und wählt einen wohlwollenden Geschichtsverlauf. Dem Opfer wird geglaubt, es wird unterstützt. Doch das ist leider die Ausnahme der Regel, wie wir gleich noch von einem anderen Mitglied des Entwicklerteams hören werden. Denn so entsteht Wednesdays überhaupt erst, durch Erfahrungen aus erster Hand. Aus ersten Händen, wenn man so will. Pierre Corbinet, ähnlich des Protagonisten seines Spiels, wird über Jahre hinweg von seinem älteren Cousin missbraucht. Ein Trauma, das ihn laut eigener Aussage glücklicherweise nicht geprägt hat. Über 20 Jahre lebt er mit diesen Ereignissen in seiner Vergangenheit und fühlt sich okay. Er wacht nachts nicht schweißgebadet auf, führt ein normales Sozialleben. Doch 2020 wird er je von seinem lebhaften Umfeld getrennt. Die Corona-Epidemie verbannt sämtliches Leben in den Lockdown. So auch Pierre, der zu Hause sich selbst und seinen Gedanken überlassen ist. Diese erzwungene Zeit der Selbstreflexion führt schließlich dazu, dass auch die alten Wunden wieder aufgerissen werden und ihn beschäftigen. Auch andere Spieleentwickler suchen in dieser Zeit nach einem kreativen Ventil für die angestauten Gedanken, und so entsteht ein At-Home-Game-Jam, bei dem Pierre das Thema zum ersten Mal aufarbeitet. Innerhalb von 48 Stunden erstellt er einen simplen Prototypen und spirituellen Vorgänger von Wednesdays. Zunächst hält er die dunkle Epoche seiner Kindheit damit für abgehakt, doch ahnt er noch nicht, welche Tür sich damit auftut. Einige Nachrichten von anderen Betroffenen landen in seinem Postfach und sprechen nicht nur von Anerkennung, sondern auch von Dankbarkeit, dass er das Thema so offen anspricht und behandelt. Einer von diesen Menschen ist Christophe Galati. Auch Christophe musste bereits in sehr jungen Jahren mit verstörenden Grenzüberschreitungen innerhalb seiner Familie fertig werden, als sein eigener ältester Bruder ihm über 10 Jahre hinweg zu nahe kommt. Eine Phase seines Lebens, die ihn im Gegensatz zu Pierre stark beeinflusst und beeinträchtigt. Ein weiterer Unterschied zu Pierre ist, dass er darüber redet. Bereits mit 13 Jahren öffnet er sich mutig und hilfesuchend seinen Eltern, die damit allerdings, wie viele Familien in dieser Situation, nicht umzugehen wissen, weshalb nichts geschieht und sein Bruder unbekümmert fortfahren kann. Sein anderer Bruder, der eine ähnlich schreckliche Kindheit verlebt, legt hingegen den Grundstein für Christophs Rettung. Als leidenschaftlicher Spielesammler ist er es auch, der Christophe an Videospiele heranführt und ihn der richtigen Chronologie wegen NES spielen lässt, während der Nintendo GameCube bereits aktuell ist. Er sucht Zuflucht in den Games, und als das nicht mehr ausreicht, beginnt er 2006 eigene Spiele zu entwickeln. Anhand der Screenshots von Pokémon Ranger und Mystery Dungeon bringt er sich selbst Pixel
Pixelart bei und entwirft mit dem RPG-Maker Pokémon Fangames, bevor er sich auch an ganz eigene Titel mit von ihm erdachten Geschichten und Welten wagt. Die Leidenschaft bleibt und Christophe beschließt, dass Videospiele seine Zukunft sind. 2012 beginnt er eine professionelle Ausbildung an einer Videospielschule in Paris, bevor er 2014 an seinem ersten großen Titel arbeitet. Seine Wochenenden und Abende während des Studiums opfernd, entwickelt er Save Me Mr. Taco, zu dem er beim Takoyaki-Essen inspiriert wird. In einer Mischung aus Kirby und Final Fantasy VI steuerst du einen Oktopus, der mit seinem Schwert Menschen rettet. Toleranz wird zu einem Kernthema des Spiels, auch wenn Christophe sein potenzielles Publikum nicht entfremden möchte und sich mit all den Themen, die er zu verarbeiten hat, zurückhält. Mr. Taco bekommt den JRPG-Filter. Kein Wunder, dass ihm Pierre Corbinets Offenheit mit My First Video Game so fasziniert. Initiiert von Christophs Nachricht kommen die beiden ins Gespräch und zum ersten Mal öffnet sich auch Pierre über das, was ihm vor all dieser Zeit zugestoßen war. Christophe erzählt seine Geschichte, die mit einem anstehenden Gerichtsprozess noch auf ihr Ende wartet. Und die beiden tauschen sich auch über Mr. Taco aus, während Pierre beim Korrekturlesen und Playtesting aushilft. Denn nachdem Christophe in seiner Verzweiflung, sein Spiel zu veröffentlichen, an den berüchtigten Publisher Nicalis gerät, der ihm weder das Bereitstellen von Patches gestattet, noch das Spiel bereits einen Monat nach Release in irgendeiner Form unterstützt, geschweige denn auf irgendeine Form der Kontaktaufnahme reagiert, erkämpft Christophe sich die Rechte zurück und veröffentlicht 2021 eine Definitive Edition. Das Spiel bedeutet ihm zu viel, um es einfach aufzugeben. Pierre Corbinet derweil, der erkennt, dass seine eigenen Erfahrungen und seine Art, sie zu verarbeiten, anderen Menschen helfen kann, taucht tiefer in das gesellschaftliche Tabuthema ab. Er liest Bücher, schaut Filme und nimmt die positive Erfahrung mit Christophe Galati als Anlass, sich auch Freunden und Familie gegenüber zu öffnen. Überraschend feststellend, mit wie vielen Menschen in seinem Umfeld er das Schicksal teilt. Er konfrontiert sogar den Cousin, der ihm das angetan hatte. Pierre ist nun überzeugt, dass er seine Geschichte erzählen muss. Seine und auch all die anderen, die ungehört blieben, bis seine Offenheit sie zögerlich ans Tageslicht lockte. Doch an ein Videospiel denkt er dabei komischerweise nicht. Stattdessen schlägt der Funke wie ein Komet ein, als er das Theaterstück L'Imposture, die Täuschung von Lucie Hanois, sieht. Die allein von einer einzigen Frau und ihren Puppen aufgezogene Vorführung behandelt ihre Unzufriedenheit mit und in ihrem Körper. Eine Show, die Pierre zum Weinen, aber auch zum Lachen bringt, trotz der ernsten Themen darin. Die Inspiration schlägt nicht für das ein, das gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Das ist der Ton, den ich einschlagen möchte, beschließt Pierre. Von einer immensen Motivation befeuert, macht er sich an die Arbeit, um seine eigene Ein-Mann-Show auf die Beine zu stellen. Doch das Feedback seiner Freunde für die ersten Aufnahmen ist vernichtend. Für die Bühne scheint Pierre kein Talent zu haben. Doch seine Geschichte hat inzwischen eine Form angenommen, die er nicht mehr beiseite legen kann. Und in diesem Moment realisiert er die Antwort, die bereits die ganze Zeit vor ihm liegt. Ich mache ein Videospiel. Das ist doch das, was ich kann. 2 Jahre nachdem er beim Game Jam den Grundstein für seine Idee gelegt hat, ist er bereit. Innerhalb eines Monats bringt er die Geschichte des gesamten Spiels zu Papier und legt die interaktive Erzählstruktur an, sodass man sie bereits in Textform durchspielen kann. Seine Vision von Wednesdays hingegen kann er nicht alleine umsetzen. Und so fragt er, unter der Voraussetzung, dass er eine Finanzierung für sein Projekt findet, bei Christophe Galati Hilfe mit der Programmierung und bei Exeva mit der künstlerischen Umsetzung an. Exeva ist eine französische Künstlerin, die Pierre schon lange verfolgt und die mit ihrem digitalen, interaktiven Comic Still Heroes bereits die Grenze zwischen ihrer Kunst und Videospielen verschwimmen lässt. 2013 tritt Pierre zum ersten Mal mit ihr in Kontakt, um sie für sein geplantes Spiel King of Planestel zu gewinnen. Inspiriert von King of Dragon Pass erzählt es die Geschichte von Pierre und seinen Freunden, die ein leeres, unbebautes Grundstück in ihre eigene kindliche Fantasiewelt verwandeln. Exeva sagt zu, doch das Projekt übersteigt Pierres damalige Fähigkeiten und es wird beendet, bevor es begonnen hat. Doch dieses Mal soll es anders werden. Sowohl die Künstlerin als auch Christophe bekunden Interesse an einer Zusammenarbeit und Pierre wird beim CNC vorstellig, dem Centre National du Cinéma, einer Abteilung des französischen Kulturministeriums. Das verdient Geld, indem es unter anderem einen Teil der Kinoeinnahmen ausländischer Filme nimmt, um sie in französische Projekte zu reinvestieren. Zu Pierres Glück erstreckt sich diese Förderung inzwischen auch auf Videospiele.
Spider-Man Financing Wednesdays. Das CNC gewährt seinem Projekt eine Startsumme von 10.000 Euro, mit denen er zusammen mit Christoph und Xaver an der ersten Szene von Wednesdays arbeiten kann, die als Demo in der Unity Engine für die Vorstellung bei Publishern dienen soll. Diese Arbeit zufriedenstellend vollendet, tritt Pierre in Kontakt mit The Pixel Hunt, einem Pariser Indie-Studio, mit dem er bereits an Bury Me My Love arbeitete. Mit einem Fokus auf von der Realität inspirierte Spiele schreibt Pierre für sie die Geschichte eines syrischen Flüchtlings. Und wie auch bei Wednesdays muss hier kaum etwas mit Fiktion ausgeschmückt werden, weil es ausreichend Berichte aus erster Hand gibt, die sich nahtlos zu einer einzigen Geschichte zusammenführen lassen. Die Involvierung eines Studios ist essentiell für das weitere Vorgehen, da das eine Mindestvoraussetzung für künftige Geldgeber ist und The Pixel Hunt Pierre den Rücken frei hält, indem es sich um die langweiligen geschäftlichen Aspekte kümmert, sodass er sich voll und ganz im Kreativen verlieren kann. Das Studio sieht einen perfekten Fit für ihr Portfolio und unterstützt Pierre bei der Suche nach einem Publisher. Doch von Beginn an kommt hier eigentlich nur eine Option in Frage. Zwar wird noch ein zweiter angefragt, aber mit einem Projekt wie diesem brauchen sie einen speziellen Partner, der die künstlerische Botschaft über das Verlangen stellt, Profit zu generieren. Sie brauchen Arte. Ihr Plan A, ohne dass es einen wirklichen Plan B gibt. Pierre ist nervös und betrachtet, was sie bisher haben. Die Demo beinhaltet die Anfangsszene, in der AT witzigerweise vom Protagonist Tim niedergemacht wird, sowie das Konzept rund um einen Freizeitpark, der als Hubwelt zum Eintauchen in die Erinnerungen dient. Ein Konzept, das Pierre plötzlich zu verspielt erscheint, zu abstrakt. Schnell bastelt er eine Alternative zusammen, die stattdessen einen Schreibtisch zeigt, auf dem jeder Gegenstand eine Erinnerung repräsentiert. Für ein Spiel über ein derartiges Tabuthema überrascht auch AT mit einer schnellen Zusage. Einzig der Schreibtisch wirkt etwas zu klassisch und langweilig. Glücklicherweise hat Pierre noch eine Alternative im Gepäck, die deutlich mehr zu überzeugen weiß. Tatsächlich wird die vereinfachte Freizeitpark-Simulation zu einem ihrer liebsten Elemente des Spiels. Das ergeht allerdings nicht nur ihnen so, denn auch Christoph sieht in dem simulierten Retro-Spiel eine Repräsentation all derer Games, die ihm damals durch seine schwere Zeit geholfen hatten. Diese Befürworter sind es auch, die das Freizeitpark-Element deutlich umfangreicher gestalten lassen, als Pierre es ursprünglich vorgesehen hatte. Mit einer gesammelten Währung können die Erinnerungen repräsentierenden Attraktionen gekauft und platziert werden, während man mit Besuchern und Tieren interagieren kann, sowie Müll oder angespülte Schätze aufsammelt. Das Freizeitpark-Element ist so alt wie die Grundidee selbst. Pierre baute sie bereits während des Game Jams im Jahre 2020 ein. Die ausgelassene Stimmung hier und speziell die ganze Beschäftigung in Wednesdays dient als Dekompressionskammer nach einer aufwühlenden Erinnerung, die gerade traumatisierte Spieler vielleicht erst verarbeiten müssen, bevor sie sich in das nächste Szenario stürzen. Gerade diese Spieler stets im Sinn habend, werden auch die zahlreichen Warntexte mehrfach überarbeitet und jede Sequenz bietet die Möglichkeit, sie jederzeit zu überspringen. Dieser Bruch im Gameplay soll auch optisch zur Geltung kommen, weshalb Pierre bereits nach einem anderen Comiczeichner sucht, den er bewundert. Nachdem er bisher nur für kleine Videospielprojekte verantwortlich war und für Bury Me My Love lediglich die Position des Autors bekleidete, ist Wednesdays das erste größere Projekt, das er von Anfang bis Ende selbst leitet. Den größten Spaß hat er mit dem Zusammenstellen des Teams und er gibt auch zu, dass seine Begeisterung hier vielleicht ein wenig die Überhand gewonnen hat. Es mit einem Heist-Movie wie Ocean's 11 vergleichend, will er ein Team aus Freunden, Gleichgesinnten und von ihm geschätzten Künstlern zusammenstellen. Hier muss Xaver ihn etwas bremsen, die darauf aufmerksam macht, dass zwei unterschiedliche Comic-Stile sich höchstwahrscheinlich beißen werden. Stattdessen empfiehlt sie, auf einen völlig anderen Grafikstil auszuweichen, den man harmonisch mit den Zeichnungen der Erinnerungssequenzen verbinden kann. Pierre vertraut auf ihr Urteil und angesichts der Natur, dass die Freizeitpark-Simulation ein Retro-Spiel imitieren soll, schreibt er die Stelle eines Pixel-Artists aus. Doch die Suche ist schnell wieder beendet, als ein gemeinsamer Bekannter Nico Novak vorschlägt, deren Pixelkunst bereits in There's No Game, Wrong Dimension überzeugte. Nico zeichnet ihre Vision der Fahrgeschäfte auf Papier vor, erstellt dann Pixel-Varianten davon, bevor sie bezaubernde Animationen mit Hilfe einer Reihe von Sprites umsetzt. Um einige der Animationen flüssiger zu gestalten, werden vereinzelte Elemente in Voxel modelliert. Die größte Herausforderung stellt aber Maskottchen Orko dar, der Namensgeber des Orko Parks.
Ihn zu einem Orca zu machen, war anfänglich gar nicht vorgesehen. Tatsächlich durchläuft der charmante Charakter so viele Umgestaltungen, dass er schließlich zur letzten gestalteten Figur wird. Nico Novak und Exeva arbeiten fast ausschließlich unabhängig voneinander und stimmen sich lediglich bei den Farbpaletten aufeinander ab. Was auch in Exevas Zeichnung zu diversen Variationen führt, bis man sich auf die finale Version einigt. Witzigerweise entdecken Pierre und Christophe im Gespräch, dass sie beide Nico für ihr jeweiliges Spiel engagiert haben und die Künstlerin parallel an Wednesdays sowie Christophs Mr. Tako-Nachfolger Tako no Himitsu Ocean of Secrets arbeitet, das 2026 erscheinen soll. Um diesen Punkt zu erreichen, beantragt Pierre Corbinet nun mit The Pixel Hunt im Rücken eine weitere CNC-Förderung von 50.000 €, die es ihm ermöglicht, neben Nico auch Virginia B. Fernson als Sounddesigner sowie etwas später noch Diane Landé als unterstützende Programmiererin einzustellen. Während Christophe Galati von The Pixel Hunt in einer 6-monatigen Teilzeitstelle angestellt für nahezu sämtliche Programmierung des gesamten Spiels verantwortlich ist, hilft Diane ihm, eine reaktionsschnellere Benutzeroberfläche zu entwickeln. In der Zwischenzeit hat neben der Freizeitpark-Simulation auch das Kernelement des Spiels, die Erinnerung, mehr Form angenommen als die erste als Demo verwendete Szene. Das Arbeiten mit den voneinander weitestgehend losgelösten Erinnerungen verfolgt ebenfalls einen tieferen, sorgfältig durchdachten Sinn. Gerade im Kindheitsalter traumatisierte Menschen neigen dazu, selektiv Erinnerungen zu vergessen, während sie versuchen, sie zu verdrängen. Wie auch Christophe beim Spielen von Videospielen öfters Flashbacks von den Taten seines Bruders hat, so wird auch Protagonist Timothée von seinen Erinnerungen eingeholt, als er das Game seiner Kindheit erneut installiert. Es wird zu seiner Mission, seine verlorenen Erinnerungen wieder zusammenzusuchen und das Puzzle seiner zerstückelten Psyche zu komplettieren, um geheilt der Zukunft entgegengehen zu können. In genau diesen Erinnerungen zeigt sich, wie natürlich auch schon auf dem Cover, die herausstechendste künstlerische Entscheidung des Spiels: die quadratischen Köpfe. Eine weitere von Pierres frühen Ideen für sein Konzept, die er nach einiger Recherche von der neuseeländischen Künstlerin Sylvia Z zu Papier bringen lässt. Nachdem er in ihrer Inktober-Reihe über Cubeheads genau das wiederfindet, das seinem inneren Auge vorschwebt. Aufmerksame Spieler werden schnell realisieren, warum lediglich eine Handvoll der Charaktere würfelförmige Köpfe haben. Sie sind die Opfer übergriffiger Gewalt. Am besten ist das in dieser Klassenraumszene zu sehen, die mit ihren 3 Betroffenen eine bekannte französische Statistik visualisiert. Eine weitere ebenso schockierende Zahl ist, dass nicht mehr als 1% der Vorfälle in einer Gerichtsverhandlung enden. Christophe Galati geht hier immerhin mit gutem Beispiel voran, der den Prozess gegen seinen Bruder im vergangenen Jahr gewonnen hat. Wednesdays hingegen schlägt einen anderen Weg ein und lässt Tims Cousin nach einer Konfrontation ungeschoren davonkommen. Pierre verteidigt diese Entscheidung. Man sieht oft im Internet, wie gefordert wird, all diese Täter ins Gefängnis zu stecken. Aber ich glaube, die Leute realisieren nicht, dass es nie genug Gefängnisse geben wird, um alle einzusperren und dass ein Großteil ihres eigenen Bekanntenkreises hinter Gittern sitzen würde. Er möchte zeigen, dass jede Geschichte anders ist, auch wenn sie alle kompliziert sind. So gibt es jene, die im Gerichtssaal enden und jene, die durch Vergebung ihren Frieden schließen. Und da Pierre stets die Absicht verfolgte, Wednesdays zu einem positiven Hoffnungsbringer zu machen, der Heilung als Antrieb nimmt und aufzeigen möchte, dass es ein Leben danach gibt, ist es wenig verwunderlich, dass wir uns eher bei Letzterem wiederfinden. Doch obgleich keine Entscheidung im Spielverlauf das Ende beeinflussen kann, so hat doch jeder Spieler mit den Worten, die er wählt und der Reihenfolge der Erinnerungen, die er abspielt, ein individuelles Erlebnis. Man merkt deutlich, wie das sorgfältige Zuhören und Auswählen der Antwort eine andere Reaktion in Tim oder anderen Würfelköpfen hervorruft oder wie die Wahrnehmung kippt, wenn man einige Erinnerungen durchspielt, bevor man sämtliche Informationen gesammelt hat. Viele Situationen wirken dadurch geradezu banal und genau das ist Pierres Absicht und sein Meisterstreich. Denn genau diese Momente machen deutlich, wie viele Menschen in unserem Umfeld betroffen sein könnten, während wir davon nicht die geringste Ahnung haben. Weil sie nicht reden und wir nicht zuhören. Das zu ändern, ist der erste Schritt. Ich frage Pierre, was er sich wünschen würde, was die eine Sache ist, die Wednesdays bewirken soll. If there is one thing to take away from Wednesdays is how to learn to listen better, I guess. Dass wir lernen, bessere Zuhörer zu werden.
Du kannst das Zuhören direkt mit dieser nächsten Videospiel-Doku üben, in der es darum geht, wie ein kleines Team Steven Spielberg überzeugt, aus über 3 Tonnen Knete ein Videospiel machen zu dürfen. Vielen Dank auch fürs Zuhören an meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Pure German Entertainment, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss man was sagen, Jürgen, der Paule und BTD.